Hallo, mein Name ist Dr. Rainer Probst. Ich bin Arzt in München, habe eine Praxis, die im weitesten Sinne ganzheitlich und naturheilkundlich behandelt und habe immer wieder spezielle Fälle. Hallo, mein Name ist Sebastian Zielmeier und ich bin Patient beim Dr. Probst. Der Herr Siedelmeier kam zu mir wegen zweier Akustikusneuronome. Das sind gutartige Tumoren des Gehirns, die den Hörnerv ummauern. Bei Fortschreiten dieses Tumorwachstums werden die Patienten taub oder kriegen schwere Schwindelzustände. Ich habe mich teilweise nicht mehr mit Personen richtig unterhalten können, weil ich es nicht mehr richtig verstanden habe. Man konnte sich nur mit Mühe mit ihm verständigen. Ich musste sehr, sehr laut reden und er hat zum Teil auch von den Lippen eben abgelesen. Bis dahin wusste ich nicht sicher, ob ich so eine Tumorentität überhaupt behandeln kann, weil ich weiß, dass bösartige Tumoren sehr gut ansprechen auf meine Therapie, aber bei gutartigen ist es tatsächlich schwieriger. Und ich habe dann eine Therapie durchgeführt mit einem monoklonalen Antikörper, Bevacizumab heißt der, und der verhindert indirekt, dass Blutgefäße wachsen und hat deswegen auch auf Tumoren bestimmte Auswirkungen. Wenn man das in einer sehr hohen Dosierung gibt, so wie es die Schulmedizin ja gern macht, ist das Risiko von schweren Blutungen sehr häufig. Ich gehe ja mit den Dosierungen immer sehr niedrig und versuche dann durch einen Trick, nämlich indem ich Insulin dazugebe, die Substanzen direkt in die Tumoren zu bringen. Das Insulin ist deswegen so wirksam, weil Tumorzellen, egal ob sie gut oder bösartig sind, sehr viele Insulinrezeptoren haben, sehr viel mehr als normale Zellen. Wenn ich das Insulin vorher gebe, dann kommt der Patient in eine Unterzuckerung und das ist für uns das Startsignal. In dem Moment geben wir dann zum Beispiel jetzt dieses Avastin und es landet dann zum Großteil einfach in dem Tumorbereich und wirkt da und wir können mit der Dosis ganz runtergehen. Dieses Verfahren habe ich kombiniert mit einer Hyperthermie. Das ist eine sogenannte Radio-Hochfrequenz-Therapie. 2 Elektroden werden links und rechts am Kopf platziert. Dazwischen entsteht ein elektrisches Feld, entsteht dann auch mehr Hitze. Das darf man im Gehirn aber nicht machen. Da ist es eher das elektrische Feld, es wirkt. Der Patient wurde jeweils eine Stunde behandelt. Und bereits nach 2 Wochen bemerken wir beide, dass er besser hören konnte. Und jetzt durch die Behandlung durch den Dr. Probst hat sich meine Hörleistung auf beiden Ohren so gut wie wieder normalisiert. Und damit wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Alternative war eine Hirn-OP, wo mehr oder weniger dieser Tumor entfernt wird. Aber natürlich auch Schäden entstehen können am Gesichtsnerv. Mit dem sicheren Risiko, auf einem Ohr taub zu sein und auf dem anderen möglicherweise auch. Was auch dann zu Einschränkungen des Gleichgewichts führt. Also er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr Fahrrad fahren können zum Beispiel. Und auch mit so einer OP ist nicht hundertprozentig sicher, dass dieses Akustikusneuronom nicht wieder anfängt zu wachsen. Das heißt, dieser Weg ist hochproblematisch natürlich, aber wenn es keine Alternative gibt, muss man es so machen. Ich bin zum Herrn Dr. Probst gegangen und habe mich hier behandeln lassen und höre jetzt wieder besser. Wie ich nun feststellen konnte, es gibt eine Alternative und andere weitere Patienten werden davon profitieren. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.